Ungestalt kenne ich jetzt schon sehr lange, solange ich im Zoo bin. Es war bisher eine sehr befruchtende, spannende und sehr schöne Zusammenarbeit und wir haben gemeinsam viele Erfolge erzielt. Erfolge auch, die auch unsere deutschen und europäischen Zoo-Kollegen aufmerksam geworden sind und gerne uns besuchen, um sich neue Ideen zu holen. Die Arche ist unser Artenschutz- und Bildungszentrum. Und wenn wir über Artenschutz sprechen, dann geht es um Nachhaltigkeit, Biodiversität, Lebensraumschutz. Lieben, was man kennt und schützen, was man liebt, ist etwas, was auch auf Zoos und unsere Zoobesucher zutrifft. Wir wollen dazu beitragen, dass man Tiere und Arten kennenlernt, Zusammenhänge kennenlernt, sich dafür begeistert. Und wenn man dann dies mag oder sogar liebt und die Tiere und Lebensräume in die eigenen Herzen eingeschlossen hat, dann wird man sicherlich auch zum Schutz mehr beitragen können oder auch wollen, als es ohne dies der Fall gewesen ist oder wäre. Man besucht den Zoo, weil man sich hierauf freut. Man nimmt aber was mit und das macht aus unserer Sicht die Welt ein Stück besser. Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen schon verschiedene Aspekte erfüllen. Also sie müssen bereit sein, sich mit dem Zoo, mit dem modernen Zoo auseinanderzusetzen, mit den Zielsetzungen, die wir haben, mit den unterschiedlichen Themenwelten, mit den Bereichen, die es im Zoo gibt, müssen sich in unsere Zielgruppen hineindenken. Wir haben Schulklassen, wir haben normale Familien, wir haben Kinder im Alter zwischen 6 und 9 Jahren, aber auch Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Wir haben studierte Personen und ein Dienstleister muss, wenn er über eine Ausstellung nachdenkt oder für uns eine Ausstellung konzipiert, natürlich die Bandbreite im Kopf haben und überlegen, welche Schwerpunkte und welche Zielgruppen gerade wichtig sind und wie man das geschickt umsetzen kann, sodass wir die Ziele, die wir verfolgen, damit auch erfüllen und unterstützen kann. Für uns unabdingbar ist, für Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten, ist die Termin- und Kostenkontrolle, das Einhalten von Terminen und von Budgets, weil wir damit planen und sonst unsere Grundlage auch nicht stimmen. Aber dann viel wichtiger ist noch das, was wir machen, die Ziele, die wir erreichen wollen, und dabei interpretiert und in eigene Konzepte und Ideen umgesetzt werden. Man hat ja häufig als Auftraggeber schon im Kopf, wie etwas aussehen soll und das ist meistens verkehrt, weil man sich dann selber einengt. Und in der Entwurfs- und Konzeptionsphase ist man dann immer wieder überrascht, dass man auch Ideen oder Ziele auf anderen Wege erreichen kann, häufig sogar noch besser erreichen kann. Und sich durch kreative Konzepte und Ideen überraschen zu lassen, ist eine große Stärke von Dienstleistern, von Agenturen. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die Firma Ungestalt hat und weswegen die Zusammenarbeit immer spannend, nicht langweilig und bisher auch immer zufriedenstellend war. Das Briefing und auch das Sammeln von Informationen und das gemeinsame Verständnis für die Aufgabenstellung ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil alle anderen Schritte, die darauf folgen, darauf aufbauen. Und das ist hier sehr gut gemacht. Und das Zweite ist dann, dass man das mitnimmt und wie gesagt, eigene Ideen und eigene Konzepte hineinbringt oder hineinlaufen lässt. Und das können durchaus auch mal Ideen sein, die man nicht originär gebrieft hat oder die man nicht unbedingt im Sinn gekommen hat, über die man aber trotzdem dann diskutieren kann, um es abzuwägen. Und häufig ist es ja bei uns auch noch nicht ganz so klar, welche Möglichkeiten es gibt und was wir machen wollen oder was wir auch machen können. Und da ist der Prozess halt sehr wichtig und wie die beteiligten Partner dann miteinander umgehen. Das ist etwas, was die Zusammenarbeit mit der Firma Ungestalt so Spaß macht und was halt sehr entspannt ist. Es ist immer noch so, dass das eine Woche vor der Eröffnung einer neuen Anlage, dass man nochmal auf Ideen kommt oder aufgrund doch der baulichen Gegebenheiten Dinge ändern muss. Und dann haben wir es immer geschafft, dass wir zum Tag der Eröffnung alles stehen hatten, so wie es sein sollte. Das hat die Firma Ungestalt immer geschafft, auch wenn wir sie vielleicht als Auftraggeber dann manchmal ganz schön hartnäckig dabei waren und gehofft hatten, dass das dann auch klappt. Der Zoo Leipzig entwickelt sich weiter, deswegen erwarte ich auch, dass sich der Partner auch weiterentwickelt und uns dabei hilft, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir Antworten auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft haben oder in der Kommunikation mit der Gesellschaft dann auch haben. Umgekehrt helfen wir natürlich auch der Agentur, sich weiterzuentwickeln, indem wir immer wieder spannende Aufgaben und Ziele dann auch setzen.
Stillstand ist Rückschritt und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das gilt für Zoos genauso. Deswegen, also Thema sich weiterzuentwickeln, der Wille, sich weiterzuentwickeln, Dinge in Frage zu stellen, nicht alles abzuschaffen, aber dort, wo es Sinn macht, Dinge zu ergänzen oder Änderungen vorzunehmen, das ist wichtig und nur so kann man die Zukunft für sich gewinnen. Und die Zukunft ist ja eigentlich was Tolles, weil ich Möglichkeiten habe, die ich bisher noch nicht habe. Und deswegen sollte man sich darauf freuen.